Das ist Fairfried. Fairfried hat eine technische Lösung für sein Problem gefunden und nun möchte er ausprobieren, ob sie denn auch wirklich tut, was er sich von ihr verspricht. Das heißt ja voll gut erkannt mit dem Spatzenhirn da. Lass uns doch mal drauf schauen, welche Arten von Explorationen können wir uns denn vorstellen? Ja, weiß ich doch nicht. Wir beginnen mit dem einfachsten. Eine Library einfach mal auszutauschen, das ist wirklich etwas, das kannst du echt schnell explorieren. Deswegen sortieren wir die vom Aufwand mal ganz unten ein. Ein neues Framework. Was ist eigentlich ein Framework? Ein Framework ist eine Sammlung von vielen Libraries und neuen Konzepten. Siedeln wir ein neues Framework vom Aufwand mal ein Stück weiter oben ein. Wenn wir jetzt ein neues Bildtool einführen wollen, dann stell dir das mal so vor, dass so ein neues Bildtool erstmal alles auf den Kopf stellt. Erstmal ist alles rot, was nur rot sein kann im Projekt. Aber wie bekomme ich denn mein Projekt jetzt eigentlich erstmal wieder zum Bauen? Für mich ist das tatsächlich oft sehr viel Magie, aber ich bin auch kein Bildtool-Experte. Und ganz oben auf der Liste, wir möchten eine neue Programmiersprache einführen. Ja, holla die Waldfee. Neue Libraries. Wir haben in der Regel auch ein neues Framework, ein neues Build-Environment. Ich will damit nicht sagen, dass es eine schlechte Idee ist, eine neue Programmiersprache einzuführen. Man muss es sich gut überlegen, ob es der richtige Weg ist, das in ein bestehendes Projekt einzuführen oder ob man das vielleicht für zukünftige Projekte vorsieht. Ja, du kannst dir da einfach blöd daherreden. Ja, du musst das ja jetzt nicht machen. Ja, jetzt gib mir mal ein Beispiel. Ne? Wie macht man das jetzt am besten? Gehen wir mal davon aus, wir haben UI-Tests. Und UI-Tests sind immer nervig, weil UI-Tests schlagen immer gerne mal fehl und sie dauern in aller Regel auch deutlich länger als normale Unit-Tests. Unser Ziel soll es nun sein, ein neues Test-Framework einzuführen, von dem wir uns versprechen, dass es diese Probleme zumindest lindert oder vielleicht sogar völlig eliminiert. Oh, wie fangen wir da jetzt am besten an? Am besten fangen wir auf der grünen Wiese an. Aufgabe Nummer 1, 10 einfache Testcases schreiben und schauen uns mal an, wie lange brauchen die denn jetzt, um ausgeführt zu werden. Wir führen das Ganze hierbei bewusst lokal aus und nicht auf irgendeiner Bildautomatisierungspipeline. Wir wollen unser Setup möglichst einfach gestalten. Uns geht es darum, möglichst schnell das Gefühl zu bekommen, habe ich denn an dieser Stelle schon mal einen Benefit gegenüber meiner jetzigen Lösung? Wie viel Zeit kann ich mir denn potenziell sparen? Ja, 10 Testcases ist gar nichts. Keine Sorge, dazu kommen wir jetzt als nächstes. Wie skaliert denn meine Lösung? Probieren wir es doch einfach mal aus mit 1000 Testcases. Ja, was? Willst du, dass ich jetzt 1000 Testcases nur für eine Evaluation schreibe? Wir nehmen unsere 10 Testcases, die wir schon haben, und duplizieren die einfach so lange, bis wir 1000 davon haben. Und wenn wir diese 1000 Testcases dann einfach mal laufen lassen, haben wir einen Vergleich von der Größenordnung, okay, wie viel Zeit können wir uns denn sparen, wenn wir eine vergleichbare Anzahl von Tests laufen lassen, einmal mit dem alten Testframework und danach mit dem neuen Testframework. Aber was ist denn jetzt mit den Flaky-Tests? Das haben wir immer noch nicht ausprobiert. Wir erfragen uns 5 Szenarien und implementieren sie mit unserem neuen Testframework. Und auch hier gehen wir möglichst simpel vor. Wir nehmen diese 5 Testcases, duplizieren sie so lange, bis wir, sagen wir mal, 100 Tests draus gemacht haben und dann lassen wir die einfach 10 Mal laufen, diese 100 Tests. Wie oft werden denn die Tests flaky mit unserem neuen Testframework? Können wir da schon schnell eine Verbesserung feststellen? Mach es so einfach wie möglich für deine erste Evaluation, damit du möglichst schnell ein Ergebnis haben kannst. Und was schließe ich jetzt daraus? Laufen unsere Testcases deutlich schneller als vorher? Laufen sie zuverlässiger? Haben wir denn jetzt überhaupt schon Aussicht darauf, einen richtigen Benefit zu bekommen? Wenn die Antwort darauf ja lautet, ist der nächste Schritt, ein bisschen tiefer einzutauchen. Und auch hier gilt für uns das Motto, sammle möglichst schnell die Erkenntnisse. Es geht
nicht darum, die perfekte Lösung zu finden. Uns sind jetzt sicher schon einige Schwächen, Lücken aufgefallen. Ist es realistisch, dass diese Lücken noch gefüllt werden können? Und wie groß sind denn jetzt eigentlich die Vorteile aus unserer Sicht? Wie viel Zeit mussten wir denn jetzt eigentlich bisher investieren, um uns auf die neue Technologie einzustellen? Und das kann ein nicht zu vernachlässigender Faktor sein, der dann in den Aufwand mit reinspielt, den wir treiben müssen, um diese Neuerung auszurollen. Wie wege ich das so gegeneinander ab? Woran halte ich mich denn da als Richtlinie? Was sind denn die wichtigsten Anforderungen an unsere Lösung? Kann diese neue Technologie diese Anforderungen zufriedenstellend erfüllen? Denn es bringt uns nichts, wenn diese neue Technologie die belanglosen Anforderungen, die wir haben, wunderbar erfüllen kann und gleichzeitig daran scheitert, die wichtigsten Requirements zu erfüllen. Wenn das nicht gegeben ist, dann begraben wir diese Idee lieber. Sie bringt uns nicht weiter. Danke dir. Jetzt habe ich eine Idee, wie ich denn so eine Exploration mache überhaupt, wie ich möglichst schnell zu belastbaren Ergebnissen kommen kann. Fairfried, das freut mich, dass ich dir und hoffentlich auch vielen anderen damit weiterhelfen konnte. Wenn auch du dir Fragen stellst, wie du denn am besten deine Technologien prototypisch erdruckst, schreib doch gerne mal in die Kommentare rein. Und wenn dir noch die zündende Idee fehlt, um dein Problem zu lösen, dann schau dir doch dieses Video als nächstes an.